Wir haben ja eine Entwicklung genommen in den 50er Jahren, wo für uns immer das Kernproblem darin bestand, wie ist die proportionale Entwicklung der Wirtschaft. Dadurch sind wir auch sehr spät in eine höhere Stufe der Mechanisierung, des Automatisierung der Wirtschaft gekommen. Wir haben mit Robotron viel später eine Entwicklung gehabt, die in die Mikroelektronik ging, weil wir ja aus dieser Situation im RGW bereits geprägt waren durch die Vorgaben und die Einbindung in die sowjetische Wirtschaft, was für die Tschechoslowakei, für Polen und für die anderen Länder des Ostblocks ja nicht prägend war. Sie hatten ihre Wirtschaftsstrukturen und mit denen haben sie weiter gewirtschaftet. Während die DDR mit ihrer Wirtschaft ja zunächst eine Vollorientierung auf die Leistung gegenüber der Sowjetunion hatten. Vor allem die Zentralisierung, vor allem die Spezialisierung, die sich aus den Reparationen ergab, mit denen wir einen Schiffbau entwickelt haben, der überhaupt für die DDR ja in Wirklichkeit nicht prägend und gut war. Woher nahmen wir den Stahl? Woher wollten wir die Erze holen? Wir hatten eine Wirtschaft, die genau auf die Sowjetunion auch in ihrer Standortprägung ausgerichtet war. Das alles gehörte einfach zu dieser Situation. Eine Änderung setzt erst ein, als 1961 die Grenze geschlossen ist und Spielraum entsteht für das neue ökonomische System der Planung und Leitung, das dann mit Walter Ulbricht ab etwa 1963 prägend für die DDR wird und sich aus dieser Situation des sowjetischen Modells versucht und bemüht es sich zu lösen. Das neue ökonomische System der Planung und Leitung von Ulbricht war nicht nur ein Wirtschaftskonzept. Ulbricht ging davon aus, dass mit diesem Konzept auch verbunden sein muss, dass die Demokratie in der DDR sich anders auch in den Betrieben entwickelt. Und nicht alleine nur der Blick auf Planung und Leitung, sondern mehr Mitbestimmung. Und zugleich auch die Möglichkeit zu suchen, auf dem Gebiet der DDR den Teil, der in Großbetrieben, in der Übernahme der chemischen Wirtschaft als Konzerne in Volkseigentum, nun auch in den anderen Strukturen zu einer Form wird, die sich mehr dieser sagen wir es ruhig, größeren Struktur und Eigenständigkeit der Wirtschaft anpasst. Wir hatten ja den Begriff der Kombinate dann schon ein bisschen begonnen, aber es war nicht ausgeprägt. Wir hatten aber für den anderen Teil der Wirtschaft die VVB, Vereinigung Volkseigener Betriebe. Wir hatten daneben auch Strukturen, wo wir halbstaatliche Betriebe entwickelten mit dem neuen ökonomischen System. Dass also der Staat sich an Betriebe beteiligte, kleine Betriebe, weil das Kapital dort nicht alleine erwirtschaftet wurde und auch nicht möglich war. Es entstanden hier sowohl Strukturfragen in der Wirtschaft, wie auch der Versuch zwischen den Möglichkeiten
die sich entwickelt hatten, der Genossenschaften und der halbstaatlichen Betriebe, eine größere Mitbestimmung durch die Genossenschaftlichen des Handwerks zu entwickeln, die halbstaatlichen Betriebe, dadurch, dass dort der Komplementär tätig ist, mehr Mitbestimmung zu haben. In den Betrieben entsteht, was bis dahin nur die alleinige Form der Mitbestimmung war, über die betriebliche Gewerkschaftsleitung, ein Arbeiterrat, Betriebsräte hatte ja der Westen besetzt als Begrifflichkeit, bei uns hießen sie Arbeiterräte. Und er versuchte, das mit nun der Planung zu verbinden und es werden Kombinate gegründet. Und ich beginne meine Doktorarbeit zu schreiben. Auswahl und Entwicklung von Führungskräften in der Volkswirtschaft, damit wir auch für uns selber den Übergang finden einer Planung in breiterer Einbeziehung und nicht die Planung über VVB und Plankommission, sondern mit mehr Eigenständigkeit. Das sind Dinge, die es in der Sowjetunion in der Form nicht gibt. Das eine war und blieb der Begriff der Eigenerwirtschaftung. Wir hatten ja im Prinzip den Grundsatz, alle Gewinne werden abgeführt und die Gewinne verteilt dann die Plankommission zurück an die Wirtschaft, was sie braucht für die Akkumulation. Und die Akkumulationsrate spielt ja in der Wirtschaft eine große Rolle. Und bei uns in der DDR war es dann mit dem neuen ökonomischen System etwa so, dass wir eine Akkumulationsrate für die produktive Entwicklung der Volkswirtschaft hatten, die etwa zwischen 21 bis fast an 25% ging.